Hallo allerseits mit einer neuen Folge der E30 Tutorials. Diesmal habe ich euch hier eine recht unangenehme Geschichte mitgebracht, und zwar die meisten E30-Fahrer kennen das Problem leider: Wasser im Auto. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe natürlich hier bei meinem Auto das volle Programm gehabt, und wir haben jetzt hier tagelang Regen gehabt, und wie sollte es anders sein? Ich habe Wasser im Fußraum gehabt von der Fahrerseite, Wasser im Fußraum der Beifahrerseite und natürlich auch im Kofferraum. Ja, und wir werden uns jetzt hier mal Schritt für Schritt an die Geschichte ranwagen, und ja, ich habe die Fehler natürlich gefunden, ähm, und möchte euch so ein bisschen daran teilhaben lassen. Also nicht verzweifeln, ihr solltet auf jeden Fall ja, systematisch vorgehen bei der Suche. Nehmt euch Zeit, vor allem was richtig ärgerlich ist, die Teppiche zu trocknen, die im Innenraum sind, die mit Schaumstoff vollgesaugt sind. Aber gut, schauen wir uns zunächst mal an, was es alles für Fehlerquellen gibt. Und wir steigen hier gleich ein mit einer Liste, die ich mir so mal gemacht habe, nach all dem, was ich so in den Foren gelesen und gefunden habe, und natürlich die Sachen, die ich selber weiß. Also fangen wir an hier mit unserem Schiebedach. Ganz beliebt ist, wir haben verstopfte Abläufe, Kanäle, die im Prinzip nachher überlaufen auf der Nummer 1. Dann haben wir hier unseren Motorraum, da haben wir unsere Spritzwand, wo quasi auch alle möglichen Undichtigkeiten auftreten können. Das schauen wir uns nochmal näher an. Ja, dann auch beliebt der Batteriekasten. Hinter dem Batteriekasten kann es auch anfangen zu rosten. Natürlich ist dann auch die Spritzwand betroffen. Ja, Innenradkasten betrifft natürlich die Innenseiten der Kotflügel von innen. Das kann durchaus sein, dass euch da was reinkommt, und wenn die Abläufe der Kotflügel dann quasi zu sind, kann es passieren, dass euch das Zeug in den Innenraum läuft. Ja, dann am Lautsprechergehäuse laufen Ablaufschläuche hinunter von eurer A-Säule. Die könnten theoretisch verstopft sein. Auch ein ganz beliebter Ort, wo sich Wasser durchmogeln kann. Natürlich das Wasser, was vom Schiebedach nach unten läuft. Ja, dann habt ihr natürlich noch die Türverkleidung, wo die Abläufe dicht sein können, die Verklebung in den Türen und so weiter. Ja, beliebt auch die Kofferraumdeckeldichtung, die auch mal ganz schnell alt wird. Ja, manchmal liegt es auch an der Einstellung des Kofferraumdeckels. Wir schauen uns das nachher noch mal ein bisschen genauer an. Ja, weiter beliebt unsere Rücklichtdichtungen, die mit der Zeit porös werden und sich platt drücken und somit auch Wasser zwischen den Rückleuchten durchläuft. Ja, dann noch die Scheibendichtung von der Windschutzscheibe, die mit der Zeit auch alt werden, wo es durchaus auch sein kann, dass euch da Wasser zwischenläuft. Ja, das gleiche gilt auch für die Fensterdichtung. Ja, und was eine ganz unangenehme Geschichte ist, ist unser Heizungsventil. Das sitzt auf der Fahrerseite am Wärmetauscher. Dann habt ihr allerdings Kühlwasser im Innenraum und, ja, und weniger Regenwasser. Ich zeige euch auch im Laufe der Geschichte, wo das Problem am Heizungsventil liegt. Das hatte ich nämlich schon. Ja, und letztendlich kann es theoretisch auch sein am Scheibenwischergitter, dass euch da was reinläuft, wenn ihr die Abdeckung am Scheibenwischer abnehmt, dass vielleicht da irgendwas durchgerottet ist, dass euch das Wasser da reinläuft. Ja, und was hier auf der Liste vergessen wurde, habe ich einfach, ist mir noch später eingefallen, natürlich auch durch die Antenne kann euch Wasser eindringen. Das liegt natürlich an Gummidichtungen, die undicht sind. Aber mehr dazu etwas später. Ja, und während wir jetzt hier noch unsere Wassertropfen beobachten können, wie sie hier auf meinem Autodach rumhüpfen, noch ein kurzer Tipp: Bei eurer Fehlersuche nach eindringendem Wasser ist es einfach absolut ratsam, dass ihr ja, euch in das Auto reinsetzt und von außen jemand mit einem Wasserschlauch, wie auch immer, oder mit einer Gießkanne einfach über das Auto geht, um einfach dann von innen beobachten zu können, wo der Fehler ist, weil sonst sucht ihr euch dumm und dämlich. Das funktioniert wunderbar, einmal für den vorderen Autobereich und auch für den Kofferraum. Also ihr könnt euch wunderbar in den Kofferraum reinlegen, dann mit einer Taschenlampe von innen gucken, während eine zweite Person einfach von außen Wasser aufbringt. Aber das seht ihr dann auch noch im Video. Ja, steigen wir gleich ein hier mit unserer Fehlersuche. Wir haben ja Wassereinbruch in beiden Fußräumen. Ja, und der Teppich hier ist nur unser geringstes Problem.
Das größere Problem ist einfach diese Gummimatte hier unter dem Teppich, die mit Schaumstoff beklebt ist und sich unglaublich mit Wasser vollsaugt. Ihr habt da literweise Wasser drunter. Ja, ich habe hier versucht, schon so ein bisschen Zellstoff drunter zu legen, damit das Zeug aufgesaugt wird. Ja, diese Geschichten trocken zu legen, das dauert einige Zeit. Ihr müsst die Matten tagelang an die Luft legen und hoffen, dass es nicht wieder regnet, oder ihr nehmt einfach einen Föhn, um die sauber zu machen, beziehungsweise zu trocknen. Ja, und hier seht ihr bereits eine Fehlerquelle. Und zwar vorne am Motor ist hier diese Plastikkappe. Wenn die verstopft ist durch irgendwelchen Schmock, dann kann es sein, dass der Ablauf nicht mehr richtig funktioniert, hier der Stirnwand, und euch Wasser in den Innenraum läuft. Das Teil habe ich abgebaut und sauber gemacht, und ja, das ist sicherlich eine der Fehlerquellen. Ihr seht hier das Teil, diesen Stutzen macht er sauber. Ihr könnt auch so ein bisschen was ja, von dem verjüngten Ende abschneiden. Ja, neben diesem Stückchen, was sich gerne zusetzt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dass hier eure Spritzwand undicht ist. Also sämtliche Dichtungen und Gummimanschetten, wo Kabel durchführen, müsst ihr euch anschauen. Ja, weiter auch hier unser Sicherungskasten, alles was sich drumherum befindet, hier diese Spritzwandabdeckung, die können undicht sein. Am besten bekommt ihr das natürlich raus, wie ich schon sagte, indem ihr einfach da Wasser drüber kippt und von innen beobachtet, wo es reinläuft. Das habe ich hier auch gemacht. Und letztendlich habe ich hier auch meinen Fehler gefunden. Einen meiner Fehler, dass quasi hier ein Loch in der Spritzwand war und somit Wasser in den Innenraum eindringen konnte. Zunächst habe ich mich natürlich hier an meine Spritzwandabdeckung gemacht und die mal abgeschraubt, um zu schauen, ob ich die vielleicht falsch anmontiert habe oder da irgendwas nicht stimmt. Ich mache hier auch einfach mal den Gebläsemotor so ein bisschen sauber, um diese alten Spuren und alter Dreck und alter Gammel hier rauszusaugen. Ja, dann schraube ich das Ding wieder fest und ja, hoffe, dass es dicht ist. Ja, natürlich die nächste ja, Fehlerquelle ist einfach unser Rücklicht. Und zwar, das Rücklicht ist halt in die Karosse geschraubt, und wir haben da eine Gummidichtung, und wenn die alt wird, drückt die sich platt. Ja, und dann kann es durchaus sein, dass euch da das Wasser reinläuft. Ne? Also ihr nehmt hier quasi diese Abdeckung ab, das mache ich jetzt nicht, weil die habe ich nämlich schon erneuert bei mir, und ja, am besten kauft ihr euch im Originalzubehör quasi diese neuen Dichtungen. Ja, und wenn ihr dann eure Rücklichter hoffentlich dicht habt, kann es natürlich auch noch sein, dass euch hier an der Antenne Wasser reinläuft. Ja, diese Gummidichtungen hier werden mit der Zeit porös, und euch kann Wasser in den Kofferraum eindringen, in die Seitentaschen. Das könnt ihr auch von innen quasi feststellen, wenn ihr euch in den Kofferraum legt und dann einfach mal Wasser drüber kippt. Na? Ja, hier sind wir schon bei unserem nächsten Schritt. Hier seht ihr es, hier sind unsere Schiebedachabläufe. Die können auch verstopfen mit der Zeit. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Draht versuchen, den frei zu brockeln. Aber erstmal effektiver ist es einfach so mit Wasser zu testen, ob die Abläufe überhaupt frei sind. Und ja, dazu nehmt ihr einfach hier eine Gießkanne und schüttet Wasser rein. Und das Wasser läuft quasi durch die Löcher durch eure A-Säule und tropft unten am Auto ab. Und zwar an den Schwellern sind mehrere Löcher, weiter vorne am Auto und weiter hinten am Auto. Und ihr seht hier tropft es langsam, und ja, wenn ich dann ein bisschen mehr Wasser oben reinkippe, kommt also mehr Wasser durch. Das spricht also dafür, dass unsere Abläufe in Ordnung sind. Und nachdem wir jetzt schon so uns so ein paar Fehlerquellen angeguckt haben, müssen wir natürlich hier unseren Innenraum leer machen. Das ist jetzt nicht so schwierig. Im Prinzip müsst ihr hier die Sitze ausbauen. Die sind mit 4 Muttern fest. Ihr seht hier, so ein paar Plastikkappen sind drauf. Dann habt ihr, ja, wie gesagt, 4 Muttern, und ihr benötigt dafür einen 17er. Also entweder hier so einen gekröpften Doppelringschlüssel beziehungsweise eine Knarre. Um an die hinteren Schrauben ranzukommen, ja, da solltet ihr den Sitz einfach nach vorne klappen. Es hilft auch, wenn ihr einfach die Schiene nach vorne schiebt. So kommt er einfach besser an die beiden hinteren Schrauben ran. So, unser Sitz, der ist jetzt draußen, und wenn das Teil so an der Seite steht, dann könnt ihr euch hier mal euren Innenraum anschauen.
Der Teppich, den könnt ihr so ein bisschen sauber machen am Schluss. Und ja, der Teppich, um den rauszunehmen, müssen wir hier zunächst unsere Mittelkonsole ausbauen. Einmal hier unser Ablagefach mit dem Handbremshebel, mit der Manschette und auch unseren Schaltknauf. Ja, natürlich hier der Gurthalter hinten, der ist ebenfalls mit einer 17er Motor oder einer 17er Schraube fest. Den müsst ihr rauspacken. Ja, und ab und zu sauge ich hier mal so ein bisschen, dass wir hier gleich den groben Schmutz aus dem Auto bekommen. Was so ein bisschen knifflig ist, hier unsere Seitenleiste. Damit ihr hier nicht so viel Schaden anrichtet, guckt einfach, dass ihr vorsichtig das Teil hier anlöst. Oder ihr macht es einfach so, dass ihr so ein bisschen ruckartig die Leiste nach oben hebt. Ihr seht hier auf dem Foto, diese kleinen Clips stecken da drin. Im Prinzip müsst ihr die nachher auch alle rausmachen aus der Karosse, um einfach die nachher besser einbauen zu können. Das ist wirklich nicht so leicht, die Teile da lebendig rauszubekommen. Ähm, ich habe im Prinzip hier für unsere Plastiknuppels, die ihr hier seht, ja, so eine Art Spachtel oder Dichtungsschaber benutzt, um die Dinge anzuheben und dann quasi mit einem Seitenschneider die Dinge ausgehebelt. Na, ihr könnt es hier nochmal so sehen. Ähm, Ihr sucht euch hier einfach so einen Ansatzpunkt, kloppt so ein bisschen drauf und hebelt die so ein bisschen hoch, in der Hoffnung, dass ihr da mit dem Seitenschneider drankommt. Aber das ist nicht so einfach. Ähm, Ich habe es relativ gut hingekriegt. Ich hatte kaum Verluste dabei. So, wenn ihr die Seitenleisten abhabt, dann könnt ihr hier den Schaltknauf entfernen, einmal beherzt dran ziehen und schon habt ihr das Teil ab. Auch den Schaltsack kriegt ihr leicht raus und natürlich auch hier diesen Schaumstoff. Die Konsole selbst ist mit zwei 10er Muttern festgeschraubt. Das sind so Kunststoffmuttern, einmal vorne und einmal hinten. Aschenbecher müsst ihr natürlich hinten rausnehmen, um das Teil abheben zu können. Vorne habt ihr zwei Kreuzschlitzschrauben am Aschenbecher, die müsst ihr rausdrehen. Und dann könnt ihr die Kunststoffabdeckung mit dem Aschenbecher quasi rausnehmen. Der Aschenbecher selbst lässt sich so rausziehen und unten drunter findet ihr die Kabel vom Zigarettenanzünder. Ja, die müsst ihr einfach abziehen, da könnt ihr relativ wenig falsch machen. Ich habe mir hier zwar nochmal ein Foto gemacht, aber wie ich nachher festgestellt habe, ja, gehen die Dinger eigentlich nur in eine Richtung fest. Die hintere Konsole, die könnt ihr im Prinzip einfach nach hinten rausziehen, nachdem ihr die Mutter entfernt habt. Einfach nach hinten und dann einmal nach vorne. Am Handbremshebel wird der Faltenbalg einfach nach vorne geschoben und die Ablage ist draußen. Ja, die restliche Mittelkonsole ist mit zwei solchen Schlitzschrauben befestigt, einmal links und rechts. Auf der linken Seite müsst ihr hier natürlich die untere Lenkradabdeckung mit diesen drei Kunststoffmuttern lösen. Dann habt ihr Zugang zur linken Mutter, wie hier auf dem Bild zu sehen. Ja, und hier ist nochmal eine ganz interessante Geschichte. Hier seht ihr hinten in der Ecke unser Heizungsventil, was eine weitere Fehlerquelle ist. Wenn ihr im Fahrerfußraum nicht nur Regenwasser habt, sondern eventuell auch Kühlwasser, dann ist mit absoluter Sicherheit das Heizventil undicht. Der Blick hier auf unseren Wärmetauscher zeigt uns hier auch die Schwachstelle. Hier habe ich euch das Ganze nochmal auf einem Foto markiert. Überall hier an diesen Stellen, wo die roten Pfeile sind, habt ihr Möglichkeiten, wo euch Wasser reintropfen kann. Das Dumme ist, dieses Heizventil gibt es im Prinzip nur original bei BMW und ist da richtig teuer, so um die 140 Euro müsst ihr dafür hinblättern. Ja, hier seht ihr mal, wie so ein Teil ausgebaut aussieht. Hier sind nochmal die markierten Schwachstellen. Ja, ohne hier nochmal darauf einzugehen, wie dieses Heizungsventil gewechselt wird, das ist nicht wirklich allzu schwer. Gucken wir hier doch weiter im Innenraum und
ihr seht hier, das ist so eine Kunststoffabdeckung hier oder so ein Lederteil. Dahinter kann es auch sein, dass eure Stirnwand durchrottet. Und hier diese Gummimanschette ist auch einfach eine mögliche Fehlerquelle. Das war auch bei meinem Auto so. Hier kam das Wasser bei mir rein und hat mir quasi den Fußraum hier mit Wasser verseucht. Das Ganze läuft nach unten und sammelt sich dann unten. Ja, diese Spritzwände, die rotten ganz gerne mit der Zeit und es ist etwas aufwendig, das Teil dann quasi wieder instand zu setzen. Ja, hier seht ihr, wie ich hier die Mittelkonsole entferne, weil wir müssen natürlich hier weiterkommen, damit wir unseren Teppich hier zurücklegen können, um hier das Fahrzeug von innen zu trocknen. So, weiter geht's jetzt hier auf der Suche nach weiteren Fehlerquellen. Wir schrauben hier auf der Beifahrerseite unsere Lautsprecherabdeckung ab, weil hinter unserem Lautsprecher befindet sich ein Ablaufschlauch, der vom Schiebedach durch die A-Säule läuft und dann unten im Schweller endet. Ihr erinnert euch, ich habe euch diese Geschichte mit der Gießkanne am Dach schon gezeigt. Und jetzt schauen wir einfach mal von innen, wo dieser Schlauch langläuft. Und ja, ihr könnt im Prinzip auch hier schauen, ob euer Schlauch hier eventuell verstopft ist. Na, also wenn ihr reingreift, könnt ihr den Schlauch von unten einfach rausziehen. Ihr habt dann noch so eine Plastikabdeckung, ja, die müsst ihr entfernen und dann könnt ihr im Prinzip euren Schlauch da rausziehen und ja, dann mal reinpusten. Ja, und mein Schlauch ist hier völlig durchgängig. Das habe ich auch vorher schon getestet, indem ich oben Wasser reingekippt habe. Ähm, Wie gesagt, der Schlauch ist frei, aber diese Geschichte solltet ihr einfach überprüfen. Ja, hier geht es weiter auf der Beifahrerseite. Hier seht ihr nochmal, wie ich meinen Teppich entferne. Und ja, jetzt seht ihr gerade mal, was hier für eine Sauerei da unten ist, was sich da an Wasser gesammelt hat. Meine Tücher hier mit dem Wasser sind vollgesaugt. Und ihr seht hier auch, wie man diesen Schaumstoff hier auswringen kann. Und ihr könnt euch gut vorstellen, was passiert, wenn ihr da einfach nichts unternehmt. Na, es bilden sich hier so Rostflecken und ratzfatz kann es sein, dass euch hier der Boden irgendwann durchgammelt, wenn ihr einfach diese Geschichte nicht bemerkt. Die Schwierigkeit ist natürlich hier diese ganzen Matten wieder trocken zu bekommen. Das habe ich euch am Anfang hier schon erzählt. Also ich habe es im Prinzip hier mit klassischen Trocknen draußen an der Luft versucht, hier mit einem Föhn oder auch natürlich mit Tüchern. Ich kann euch nur sagen, das dauert einige Zeit. Wenn ihr nicht gerade ein Heizgebläse habt, dann rechnet einfach damit, dass ihr hier einige Tage braucht, bis eure Matten wieder einsatzbereit sind. Ne, also hier am Anfang macht es einfach Sinn, hier ein bisschen drauf rumzuhüpfen. Dachte ich mir zumindest, dass hier so ein bisschen was von dem Wasser schon mal rausgeht. Ja, hier ist die Spritzwand von innen und auch da müsst ihr schauen, ob euch vom Armaturenbrett her Wasser reinläuft. Das ist hier die Stirnwand quasi auf der anderen Seite. Das ist jetzt auch wieder so ein Punkt. Dahinter ist die Batterie, wo eventuell Stellen sind, wo euch da Wasser durchsickern kann. Schritt für Schritt müssen wir natürlich hier schauen, wie wir hier unsere Schäden im Auto beseitigen können. Ab und zu sauge ich hier den Innenraum etwas aus, dass wir den Dreck entfernen. Und jetzt müssen wir natürlich hier unsere Roststellen, die zugegebenermaßen noch nicht allzu sehr fortgeschritten sind, also ein Glück, muss ich sagen, müssen wir hier so ein bisschen bearbeiten. Ich mache das hier mit einer Drahtbürste, um erstmal so den groben Rost wegzupacken. Und ja, dann können wir danach eigentlich die Geschichte weiter behandeln. Ihr seht hier haben wir sogar ein ganz kleines Loch. Das werde ich nachher mit ja, so einer Art Karosseriekleber zumachen. Ja, dann habe ich hier nochmal den Teppich drüber gelegt und mache ihn so ein bisschen sauber bei der Gelegenheit. Ne, also mit so einer Schuhputzbürste und zwischendurch natürlich immer mal wieder absaugen. Ja, und wenn ihr hier noch im Innenraum noch so einige Stellen habt, die nass sind, dann hilft hier ein Föhn. Und wenn ihr hier bemerkt, ja, hier diese Gummimatten, die sind einteilig. Ich habe mir das hier recht leicht gemacht und habe die einfach ganz brutal auseinandergeschnitten und habe dann vor, die Teile mit Panzertape wieder zusammenzukleben, weil letzten Endes
ist das jetzt einfacher, als hier den ganzen einteiligen Gummibelag da rauszuholen. Ja, während ihr hier gesehen habt, dass ich hier Rostumwandler auf meine Stellen gepackt habe und meine Matten so jetzt so ein bisschen trocknen, gucken wir uns hier noch eine weitere Fehlerquelle an. Hier natürlich unsere Kofferraumdichtung. Und in meinem Kofferraum war das Problem auch, dass es hier irgendwie reinläuft, hier vorne. Und komischerweise auch hier an der Kofferraumklappe ist ständig Wasser und durch diese Bohrungen kommt quasi Wasser rein. Und ihr seht hier diese Verstellnuppels. Da könnt ihr die Kofferraumklappe auch mit einstellen. Ihr müsst mal ein bisschen experimentieren, inwieweit ihr diese Gumminippel drehen könnt. Ja, und hier nochmal die Methode, die ich euch schon vorgestellt habe oder am Anfang schon erwähnt habe. Ich habe mich hier ganz einfach mal in den Kofferraum reingelegt und von außen hat jemand dann Wasser mit einem Wasserschlauch einfach mal quasi über das Auto rüber laufen lassen eine ganze Zeit und ich habe hier akribisch quasi untersucht, wo kommt hier mein Wasser rein. Und ja, was ich hier überhaupt nicht vermutet hatte, hier seht ihr nochmal diese Gumminuppels, diese Anschläge. Ähm, ja, mein Wasser kam nicht etwa durch irgend so ein Seitenteil rein, sondern tatsächlich durch die Kofferraumklappe. Und zwar hier, das sind die Schrauben, die Bohrungen vom Heckspoiler. Also irgendjemand, der diesen Heckspoiler hier mal angebracht hat, hat offensichtlich die Löcher etwas zu groß gebohrt. Und ihr seht es hier läuft mir das Zeug rein. Ja, hier haben wir noch eine weitere mögliche Fehlerquelle. Unterhalb dieses, ja, hier dieser Stoßstange ist ein Zugang zum Seitenkasten. Wenn ihr die Stoßstange abnehmt, da befindet sich dahinter eine Gummidichtung und da kann es theoretisch auch sein, dass es hier euch in diesen Kasten reinläuft. War bei mir allerdings nicht der Fall. Zurück wieder hier auf unserer Fahrerseite. Natürlich hatte ich auch hier Wassereinbruch. Diesmal nicht durch das defekte Heizungsventil, sondern es lief mir hier durch die Stirnwand durch. Und hier seht ihr nochmal unser Gaspedal. Schwierig, wenn ihr das Teil hier rausmachen wollt. Das ist da eingeklickt in diesen Halter. Da müsst ihr tierisch aufpassen, dass ihr euch das Ding nicht abbrecht. Ihr brecht euch da richtig einen ab, wenn ihr da im Schraubenzieher das Teil hochhebelt. Aber letzten Endes hat es bei mir funktioniert. Und ja, wir sind hier schon bei der Vorbereitung unserer Lackierung, die wir gleich machen wollen. Ich mache hier so ein bisschen Silikonentferner drauf und ja, auf unsere blanken Stellen kommt so ein bisschen Rostumwandler in Form einer Sprühdose. Ihr seht hier, die Fahrerseite ist hier nicht besonders angegriffen. Na, hier die relevanten Stellen werden jetzt eingesprüht. Ja, wenn es trocken ist, dann habe ich hier Rostschutzfarbe nochmal drauf gemacht, großflächig. Und jetzt haben wir hier so Karosseriedichtmittel, um hier so kleinere Stellen zuzuschmieren, die im Prinzip so ein bisschen angegriffen wurden. Dieses Dichtmittel sorgt im Prinzip auch dafür, dass da kein Sauerstoff reinkommt und ja, die Roststellen, wenn welche da waren, einfach nicht größer werden. Das sieht nicht schön aus, aber es funktioniert. Ja, natürlich müssen wir das Ganze auch nochmal testen hier. Und hier seht ihr nochmal exemplarisch so meine Methode, die natürlich auch hier nur zu zweit funktioniert. Ihr stärkt ins Auto ein und ja, macht natürlich die Tür zu. Und dann nehmt ihr am besten einen Gartenschlauch oder hier so eine Sprühpistole und dann werden hier alle wichtigen Stellen einfach abgesprüht systematisch und ihr schaut einfach ganz genau, wo es reinläuft. Und bei mir war das wirklich so, dass hier die Gummimanschette im Innenraum quasi wo die Kabel vom Motorraum nach innen gehen, undicht waren und ja, weil die Stirnwand da an einigen Stellen schon durchgerostet war. Und diesen Schaden musste ich natürlich beseitigen. Später habe ich dann noch festgestellt bei hier meiner Wasserprobe, dass auch eine weitere Gummimanschette, die direkt daneben gesessen hat, also quasi unterhalb der Lenkung, auch da kam Wasser rein und da habe ich mir einfach mit Karosseriedichtmittel beholfen und am Ende Karosserieschutz bzw. Unterbodenschutz draufgeschmiert und ja, dann sollte das Ganze eigentlich dicht sein. Ja, kommen wir hier nochmal zu den Details. Ihr seht hier diese Spritzwand, diese Stelle ist einfach der Punkt, wo unser Wasser hier in den Innenraum läuft. Und hier die Kabeldurchführung aus dem Motorraum ist das Problem, weil die Stirnwand quasi hinter dieser Gummimanschette durchgerottet ist. Und hier läuft unser Wasser rein. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine ganze Menge Wasser ist, was mit der Zeit da reinläuft.
Das zu reparieren ist nicht einfach. Ich habe es hier erstmal mit Karosseriedichtmittel versucht. Das funktionierte nicht. Also, was blieb mir anders übrig? Ich musste hier mit Glasfasermatten, Epoxidharz und dem vollen Programm quasi hier diese Öffnung wieder neu modellieren. Und ja, im Anschluss habe ich dann hier nochmal gedichtet mit Karosseriedichtmittel und ja, ganz am Ende noch Unterbodenschutz drauf geschmiert. Und dann war die Sache dicht. Ja, nachdem jetzt unsere Matten wieder trocken sind, habe ich die Dinger hier wieder reingelegt und ihr seht hier, wie unser gutes altes Panzertape hier zum Einsatz kommt. Die Nahtstellen werden hier verklebt und ja, dann kann im Prinzip auch der Teppich wieder rein. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier fast fertig und der Teppich liegt, unser Gaspedal ist wieder fest und jetzt können wir uns hier unserer Mittelkonsole wieder widmen. Die wird wie gehabt wieder eingeklinkt. Die beiden Motoren links und rechts von der Mittelkonsole, die müsst ihr festschrauben und hier natürlich in der Nähe des Schalthebels die Plastikmutter, die muss rein und ja, hier könnt ihr sehen, wie wir unsere Ablage wieder einfädeln durch den Faltenbalg, das Ganze wieder reinfädeln und nach vorne einschieben. Und hinten kann man dann auch schon sehen, wie die Schraube dann in das dafür vorgesehene Loch gleitet und ihr könnt dann eure zweite Plastikmutter wieder festmachen. Vorne habt ihr natürlich auch nochmal hier eure Plastikmutter, wie gerade schon erwähnt. Die wird jetzt wieder mit unserem 10er T-Schlüssel hier festgezogen. Und wenn ihr das fertig habt, hier sehen wir nochmal die hintere Geschichte von oben, andere Kameraperspektive. Ist ziemlich leicht hier, ihr habt es ja schon beim Ausbau gesehen. Und im nächsten Schritt vergesst hier nicht diesen Schaumstoff einzulegen. Der ist hier zur Schalldämmung da, dass ihr einfach hier keine Geräusche hört im Innenraum. Den packt ihr schön um euren Schalthebel drum. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr da auch schon euren Schalthebelsack wieder drüber stülpen. Und im nächsten Schritt dann auch hier euren Aschenbecher vorne wieder fertig machen. Wie schon erwähnt hier, die Kabel, die müssen wieder an den Anschluss vom Zigarettenanzünder. Ihr könnt dabei nichts falsch machen. Und hier auch noch die kleine Glühbirne für die Aschenbecherbeleuchtung wird hier einfach unten reingeschoben. Ja, dann habt ihr noch so ein Gehäuse, was ihr hier festschrauben müsst, wieder mit den beiden Kreuzschlitzschrauben. Die werden außen festgemacht und ja, ihr bringt das hier so ein bisschen in die richtige Position. Und wenn ihr das alles fertig habt, dann könnt ihr auch euren Aschenbecher einfach wieder reinstecken. Ja, der nächste Schritt hier, der ist etwas anspruchsvoller, unsere Fußleisten hier wieder anzubringen, unsere Einstiegsleisten. Hier mache ich noch den Teppich hier fest an dieser Gurthalterung und ihr seht hier schon, wie ich hier zwei dieser Klipse drin gelassen habe und hier schiebe ich quasi die Einstiegsleiste vorsichtig quasi da rein und
helfe hier so ein bisschen nach mit dem Schraubenzieher. Und die anderen Klipse habe ich ausgebaut, rausgemacht aus den Löchern mit der Zange und mit meinem Werkzeug, wie schon gezeigt. Und dann könnt ihr quasi vorne die Klipse, die ihr schon vorher in die Leiste reingesteckt habt, ausrichten nach den Löchern, die vorhanden sind. Hier schiebe ich so ein bisschen und richte die aus. Und dann könnt ihr von oben eure Leiste einfach einklipsen. Es funktioniert aus folgendem Grund nicht, dass ihr einfach diese Klipse drin lasst. Ihr schafft es einfach nicht, eure Einschießleiste so mit Gewalt da wieder raufzuklicken, und ihr benötigt einfach auch, wenn ihr die Leiste reinschieben wollt, einfach auf Platz, um die Leiste zu schieben. Und die Methode, die ich euch hier gezeigt habe, ist einfach auch die beste. Ich habe es ausprobiert. Hier sehen wir noch, wie ich hier diesen Gurthalter wieder festmache. 17er Schraube rein, mit der Ratsche fest. Also die Schritte, die ihr jetzt hier noch seht, ist ja, der leichteste Teil der Übung. Im Prinzip baue ich jetzt hier meine Sitze wieder ein, und während ihr noch so ein bisschen hier schauen könnt, wie ich das Ganze mache, ja, kommen wir hier zum Ende dieses Teils, und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Feeling dafür bekommen, wo einfach Stellen zu finden sind, wo euer Wasser reinläuft. Nehmt euch dafür Zeit. Es ist manchmal total nervig und auch wirklich nicht spaßig, die Teppiche sauber zu machen. Und ihr solltet einfach auch gucken, dass ihr das nicht allzu oft machen müsst. Deswegen nehmt euch Zeit bei der Fehlersuche und macht es, wie gesagt, so mit dem Schlauch und mit einer zweiten Person von außen. Ihr könnt so einfach viel mehr eure Fehler eingrenzen. Ja, das war's dann für heute, und ich wünsche euch viel Spaß, oder sagen wir lieber nicht viel Spaß bei der Fehlersuche. Aber ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal, und bis bald, euer Phil.